Ich habe mal wieder eine Makita Flex bekommen zum Reparieren mit folgendem Fehlerbild. Der Griff wird sehr heiß, also dieser Handgriff wird sehr heiß. Ich habe schon so eine kleine Ahnung, was es ist, aber wir gucken lieber mal nach. Vielleicht geht es auch ganz schnell, diese Reparatur. Mal sehen, ich weiß nicht, was mich da noch erwartet. So, das ist eine Makita DGA 452. Die hat für Scheiben bis 115 mm Durchmesser. So, da wird der Griff heiß, wurde gesagt, beziehungsweise aufgeschrieben auf dem Zettel. Und jetzt gucke ich doch mal da rein, was ich da finde an Fehler. So. Also ich vermute mal, das hat irgendwas mit Kohlen zu tun. Und dann werde ich jetzt mal das Ding aufschrauben. Und wenn ich den Deckel ab habe, oha, das ist der Deckel von innen. Weiß nicht, kann man das sehen? Da ist ganz viel schwarz verbrannt. Und die Kohle, dann kannst du die Kohlen sehen, da ist alles schwarz. Das ist auf jeden Fall, sind die Kohlen fest und verbrannt. Ich gucke mal die andere Seite durch. Also, so kann das mal aussehen. Die andere Seite ist top in Ordnung. So, dann muss ich jetzt mal das Gehäuse abnehmen. Und ja, das Gehäuse muss ich mal aufmachen, um mal zu gucken, ist das nur die Kohle oder ist es auch der Kohlenhalter? Gucken, vielleicht kriege ich die Kohle so raus. Oh, das sieht gut aus. Ja, da ist mal irgendwie ein bisschen viel Strom geflossen. Wenn du dir das mal angucken willst hier. Das ist alles schwarz, hier hinten schwarz verbroselt, verbröselt. Die Kohle sieht so gar nicht schlecht aus, aber die muss neu. Ich mache trotzdem das Gehäuse mal auf. Dann hole ich die andere Kohle raus. Ja, ein bisschen schwergängig ist sie auch. Oha! Also der Motor ist auch ziemlich dreckig. Der hat, da sind, wenn du mal guckst, da sind ganz viele Späne dran. Das sind alles Eisenspäne, die sich da irgendwo gesammelt haben. Also das Ding muss ich von innen komplett reinigen. Auch hier drin sind noch ganz viele Späne. So, jetzt kriege ich den noch ganz gut auseinander. So, ja, so sieht das Ding von innen aus. Ist im Grunde nicht viel los. Hier oben ist der Permanentmagnet. Da unten die Elektronik mit dem Halter. Okay, der Halter ist in Ordnung. Das kann ich so schon mal sagen. Den werde ich nur noch mal auspusten.
Das werde ich auch alles nochmal auspusten, das Lager. Das Lager ist in Ordnung. Also die Geruchprobe, wenn ich jetzt an dem Anker mal rieche, dann sagt mir das, es stinkt. Das heißt, der ist irgendwie auch schon mal zu heiß geworden. Ich werde noch mal eine Kohle kaufen und dann werde ich die Kohlen mal einbauen, 2 neue. Werde das ein bisschen gängig machen alles und dann mal sehen, ob das Ding wieder zum Laufen geht. Ich vermute mal ja, ob der Anker gelitten hat, wird sich dann zeigen. Ich werde ihn zwischendurch noch mal durchmessen. Ich werde jetzt mal die einzelnen Teile mit Druckluft reinigen und dann sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Also wenn ich so eine Flex in der Hand habe, dann gehe ich immer noch dabei und gebe ein bisschen Fett auf diesen Schieber, diesen Einschaltschieber, damit die Flex nachher leichter einzuschalten geht. So. Ein ganz klein bisschen Fett einfach nur auf die Lauffläche geben hier von diesem Plastikstück. Nicht zu viel, ein ganz dünner Film reicht. So, flutscht er wieder rein. Zack. So, der ist da wieder drin. Der Magnet hat hier so eine Kerbe. Da musst du natürlich aufpassen, dass die wieder dahin kommt, wo sie mal gewesen ist. Und zwar da unten. So. Der Kohlenhalter ist nur ein bisschen angeschmuggelt hier vorne, aber das ist alles nicht so schlimm. Das ist die alte Kohle, das ist die andere alte Kohle, das kommt weg. So, ich baue jetzt das erstmal wieder zusammen. Ich habe das gereinigt, alles ist gut. Die Leuchtdiode hier mit dem Halter kommt auch wieder rein. So, wenn dann alles wieder schön passt, dann geht das auch ganz leicht. So, ein paar Mal hin und her schalten, damit sich das Fett ein bisschen verteilt hier. Und dann geht das wieder. So, alles ist zusammen, bis auf die Kohlen. Die sind bestellt und kommen später. So, die neuen Kohlen sind gekommen. Die werde ich jetzt mal einsetzen.
Deckel, mach die nicht zu fest, sonst gehen die kaputt. So, Schutzkappe nochmal rüber. So, dann wollen wir natürlich nochmal einen Probelauf sehen, wie das Ding so läuft. Ich mach mal die Scheiben ab, bevor mir die wegfliegen. So, einmal nur mal einen Probelauf mit der neuen Kohle. Jo. Also laufen tut die Flex. Die muss sich jetzt bewähren beim Dauereinsatz. Und ob die immer noch so heiß wird, ich glaube nicht. Das wird sich dann aber zeigen. Wenn dir das kurze Video zur Makita Flex gefallen hat, dann darfst du gerne meinen Kanal abonnieren, den Daumen nach oben geben und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Ups.